Wir machen weiter in der Ansicht des Teilnehmenden und zwar wollen wir uns jetzt anschauen, wie Aktivitäten gelockt werden. Wir sehen hier Force-Kunde als Talent. Die Uhr ist verschwunden, weil mein Award-Leader jetzt genehmigt hat, dass ich Force-Kunde mit dem Ziel, was ich mir gesetzt habe, umsetzen darf. Und wenn ich da jetzt draufklicke, erscheint eben hier mein Schwerpunkt und da kann ich jetzt Nachweise hinzufügen. Und jetzt war ich heute im Wald und habe einen Baum gepflanzt. Das kann ich jetzt einmal hier loggen. Vielleicht möchte ich auch meine 5 Facts, die ich über den Wald gelernt habe. Das wäre natürlich auch schön, wenn ich das hier mit reinschreibe, das Datum von heute und dann habe ich eine Stunde damit verbracht. Diese Stunde ist natürlich immer ein Mindestmaß. Das ist häufige Frage von Teilnehmern. Ich könnte hier jetzt auch 2 oder 3 Stunden reinschreiben. Das wird nur in Ausnahmefällen tatsächlich aber dann gezählt. Und zwar läuft das Ganze im Online-Recordbook so, die Idee ist ja, dass ihr jede Woche in den Wald geht und einen Baum pflanzt, dass ihr wirklich am Ball bleibt und Aktivitäten konsequent über einen längeren Zeitraum verfolgt. Wenn ihr jetzt aber nur einmal im Monat geht für 3 Stunden oder 4 Stunden, dann ist das natürlich trotzdem Zeit, die ihr investiert, aber es ist ein bisschen weniger im Sinne des Duke Awards. Und deswegen wird standardmäßig eigentlich nicht gezählt, wenn ich jetzt heute 3 Stunden im Wald war, zählt nur eine Stunde. Ausnahme ist tatsächlich, wenn ich jetzt in der letzten Woche keine Zeit hatte, in den Wald zu gehen, dann ist das Online-Recordbook so lieb. Und wenn ich jetzt diese Woche 2 Stunden gemacht habe oder 3 Stunden, dann zählt es tatsächlich die Aktivitätsstunden mit und zwar nachträglich für die letzte Woche. Das ist die einzige Ausnahme. Außerdem kann ich hier ein Bild hinzufügen. Vielleicht habe ich ein Selfie mit dem Förster gemacht. Das kann ich hier reinpflegen. Außerdem kann man übers Handy hier natürlich auch eine Sprachsteuerung nutzen, was vielleicht für den einen oder anderen einfacher ist. Dann ist es vielleicht ein bisschen einfacher, Logs zu formulieren oder auch ausführlicher eurem Award-Leader zu schreiben, was ihr gemacht habt. Jetzt klicke ich auf Nachweis hinzufügen und sehe hier tatsächlich meinen ersten Log, der hier erscheint. Es gibt hier außerdem noch eine Übersicht zu meiner Aktivität. Das ist nichts Neues, aber hier sehe ich nochmal meinen Gutachter. Die Aktivität könnte ich auch bearbeiten und speichern. Das müsste dann von meinem Award-Leader nochmal genehmigt werden. Hier kann ich auch noch Dateien hochladen. Vielleicht gibt es irgendwas Wichtiges, was ich mir hier speichern möchte oder was mein Award-Leader sehen sollte. Und diese Funktion ist neu, das Badge-System. Da gehen wir in einem anderen Video drauf ein.